Guten Morgen, grüezi miteinander, bonjour à tous, buongiorno. Es ist schön hier zu sein bei euch. Ich lebe seit ungefähr 20 Jahren in der Schweiz und seit 7 Jahren hier in Zürich. Ich genieße Zürich, also nochmal meine beste Grüße an die Regierungsrätin und alle, die von Zürich sind. Um die Zukunft geht es heute. Ein Thema, was ich seit 24 Jahren bearbeite. Manchmal fühle ich mich wieder links, begeistert, und manchmal fühle ich mich wieder, oder vielmehr rechts, wie links, eher etwas spooky. Also ein komisches Gefühl, dass es dunkel wird um uns herum. In den letzten paar Jahren ist es natürlich auch schwieriger geworden, die gute Zukunft zu besprechen. Und das ist mein Hauptthema seit ungefähr 10 Jahren, The Good Future. Und da kommt mir oft entgegen, sogar von meinen eigenen Kindern mittlerweile, dass sie sagen, die gute Zukunft, es ist doch vielleicht eher eine schlechte Zukunft, wenn wir alles zusammen sehen. Und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, was bedeutet das? Was ist gut, was ist schlecht? Natürlich wissen wir, was eine schlechte Zukunft wäre. Keine Freiheiten, keinen guten Planeten, kein Environment, keine Möglichkeiten, sich zu entfalten und so weiter und so fort. Aber was ist eine gute Zukunft? Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, eigentlich Wissenschaft und Technologie bringen uns exponentiellen Fortschritt, aber die globale Weltordnung fällt zusammen. Die traditionelle ökonomische Logik, wie alles funktioniert. Seit Covid und dann die Kriege und jetzt die ganze Diskussion in den Vereinigten Staaten. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, die ganzen Dinge, die wir sehen, Artificial Intelligence, Humanoid Robots, Quantum Computing, das sind alles total wichtige, gute Sachen, die uns wirklich die Zukunft gut machen könnten, die eine Art von Nirvana vielleicht bringen. Ja. Nuclear Fusion, CERN, ja. Die Möglichkeit, unlimitierte Energie zu haben, das ist nicht 50 Jahre weg, das ist vielleicht 15 Jahre weg. Quantum Computing, Geoengineering, alles natürlich auch wichtige Themen. Wenn wir das richtig machen, würde ich sagen, wir könnten unsere meisten praktischen Probleme lösen. Wasser, Food, Krankheit, Transport, wenn wir es richtig tun. Aber leider kommt uns die Weltordnung dazwischen, wo wir sagen, wir haben diese tollen Möglichkeiten, wir haben auch das Geld eigentlich, aber wir haben Schwierigkeiten, zusammenzuarbeiten. Mark Carney, der Prime Minister von Kanada, bringt es auf den Punkt, die Vereinigten Staaten sind nicht mehr das Zentrum der globalen Wirtschaft. The last century was defined by concentration of capital, production, and power. The next one will be defined by diffusion of technology, of energy, and influence. By the rise of the global south and new roles for middle powers like Canada, to multilateral arrangements that work for all. Multilaterale Arrangements, die für alle funktionieren. Das ist ja hier in der Schweiz, was wir versuchen auch zu leben. Und da haben wir eine riesige Herausforderung in diesen 4 radikalen Revolutionen, die wir gerade sehen. Die geopolitische Revolution, die ich gleich erkläre, die digitale Revolution, nicht mehr nur Digital Transformation, sondern denkende Maschinen, Anführungsstrichen. Die grüne Revolution, die gerade in manchen Ländern wieder zurückgerollt wird, denn Klimawandel ist ja nicht wirklich aktuell, Anführungsstrichen. Die Purpose Revolution, die Sinnrevolution, wo Leute zwischen 25 und 45 sagen, wir wollen nicht nur Wachstum und Profit, wir wollen auch den Planet anderer Menschen, Frieden. Ja, wenn Sie mit Leuten reden, die vielleicht 30 Jahre alt sind, kriegen Sie eine Message, die ganz eindeutig sagt, wir wollen nicht nur finanzielles Wachstum oder mehr Jobs, oder wir denken ein bisschen breiter. Diese Revolutionen führen dann zu einem ganz wichtigen Punkt, den Charlie Munger von Berkshire Hathaway mal ausgedrückt hat, immer wieder. Er sagt, zeig mir den Anreiz und ich zeige dir das Resultat. Show me the incentive and I show you the results. Wenn der Anreiz dieser bleibt, People, einfach Profit, Growth, Power, Macht, Geld. Was passiert in einer Welt von KI, wenn wir nicht einen breiteren Ansatz fahren?
den wir ja hier gut kennen schon. People, Planet, Purpose, Peace, Prosperity, Frieden, Sinn. Eine Art von Sustainable Kapitalismus. Das ist das, was wir in gewisser Hinsicht hier schon praktizieren. Wie können wir das nach außen bringen? Wie können wir das wirklich als globalen Standard in Betracht ziehen? Wenn wir die Börse anschauen, ist die Börse genau andersrum. Die Börse tut das genau gutheißen, was das Gegenteil tut. Ja? Vor ein paar Jahren waren die besten oder die meisten geliebtesten Aktien noch Aramco, Saudi Arabian Oil Company oder Meta. Und jetzt sind sie Top 10 Technology Companies. Wir schauen also in eine Richtung, wo wir sagen müssen, wir müssen uns überlegen, was passiert in dieser globalen Umordnung oder auch Unordnung, kann man sagen. Jetzt haben wir eine multiglobale Welt, wo die Vereinigten Staaten sagen, wir sind nicht mehr die Macht der Pax Americana, die wir das früher gewesen sind, sondern wir denken um und dann natürlich haben wir eine Periode wo das Umdenken hauptsächlich, würde ich sagen, Furcht beinhaltet und Dominanz. Carl Bildt, der ehemalige schwedische Prime Minister, der sagt, the illiberal world order is here. Die illiberale Welt. Wenn wir das anschauen, er sagt, the United States has become an engine of international disorder. Wer hätte sich das vorgestellt? Was bedeutet das für uns in Europa und vor allen Dingen in der Schweiz, weil wir sind ja doch sehr nah verknüpft mit das, was dort passiert. In welche Richtung gehen wir? Das können wir nicht nur von Jeffrey Sachs hören zum Beispiel, ja, wenn Sie sich radikale Meinungen dazu anhören wollen. Viele Leute sagen mir, wenn ich unterwegs bin, United States, unpredictable, unreliable, undemocratic. Was können wir erwarten? Stellen wir uns vor, die USA kollabiert, was manche Leute für wahrscheinlich halten. Also dort sind einige wirkliche Wildcards, wo ich sage, ich war ja 20 Jahre in Amerika, ich liebe Amerika, meine Kinder sind Amerikaner, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Diskussion. Aber sicherlich ist es toll für uns, weil endlich werden wir dazu angehalten, die United States of Europe zu werden. Ich bin hier ursprünglich aus Deutschland. Was heißt das für die Schweiz? Ja, große Frage. Fragen sich vor allem ein Schweizer dazu. Aber ich glaube, dass wir uns ganz klar unterhalten müssen darüber, was das bedeutet für uns, die Gelegenheit, die Zusammenarbeit. Die United States of Europe, ja, zum Beispiel ein paneuropäisches High-Speed-Rail-System, was wir schon seit 30 Jahren diskutieren, das kommt. Ja. Dort werden wir den Zug nehmen von Zürich nach Sofia, Bulgarien oder sogar nach Madrid. Ja. Eine paneuropäische Cyber Security Force, die wir ganz dringend brauchen, paneuropäisches Militär. Kann man sich schwer vorstellen, dass wir so eng zusammenarbeiten werden in der Zukunft, aber ich glaube, dort geht es hin. Der digitale Euro kommt. Central Bank Digital Currency. Hello. I have good news for you on the digital euro front. Today the Governing Council has decided to move ahead on the next and final phase of the preparatory work for the digital euro. Ich würde voraussagen, dass in der nahen Zukunft der Dollar nicht mehr die Leitwährung ist, die er jetzt ist, sondern vielleicht der digitale Euro oder der digitale Dollar vielleicht. Große Wechsel, die uns da bevorstehen. Frage ist für uns, wo stehen wir da? Stehen wir hier? Ja, obwohl das natürlich eine absolute Simplifikation ist. Ja. Amerika geht es nicht nur ums Geld, aber okay, wenn wir das mal so provokativ sagen. Die Frage ist nicht mehr heute, was können wir tun mit Technologie, sondern was wollen wir tun? Wir können alles tun. Wir können unser Gehirn zum Internet hochladen, wir können uns genmanipulieren, sehr bald. Ja. Wir können mit KI vielleicht in 10 Jahren 120 werden und früher oder später 150. Was wollen wir denn und was ist gut? Ist es gut, 150 zu werden? Ist es gut, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen? Diese Fragen beschäftigen uns ja schon lange, aber jetzt werden sie wirklich aktuell in einer gigantischen aufwärtsführenden Kurve. Wir hatten früher die industrielle Revolution, wo Muskelkraft ersetzt wurde durch Maschinen, vor ein paar hundert Jahren. Und jetzt kommt die Intelligenzrevolution.
die KI-Revolution, wo auf einmal die Intelligenz nicht menschliche Intelligenz ist. Das ist ja nicht unsere Intelligenz, die sich vergrößert mit KI. Ein bisschen vielleicht schon, ja? Sondern das ist eine Alien Intelligence, eine nicht menschliche Intelligenz. Eine logikbasierende Intelligenz, die nichts weiß von Werten, von Weltanschauung, von Ideen, von Zukunft, sondern auf Logik basiert, auf Probability. Die Wahrheit ist kein Feature von KI. Die basiert auf den Fakten, die wir haben oder die wir vielleicht verlängern können. Ein ganz wichtiger Punkt. Auch, dass diese KI, wie Jeffrey Hinton immer sagt, nicht mehr programmiert wird, sondern sie wächst. Er sagt, wie ein Baby. Large Language Models lernen so viel, dass wir schon jetzt manchmal nicht wissen, was sie eigentlich wirklich, wie sie dorthin gekommen sind. Oder dass sie ihre eigene Sprache entwickeln. Da stellt sich natürlich die Frage, können wir das kontrollieren? Und wenn es um Business Intelligence geht, SAP, IBM, Microsoft Copilot, dann sagen wir, okay, Productivity. Das ist eigentlich gut. Aber wenn es darum geht, eine menschliche Intelligenz, eine Superintelligenz zu schaffen, mit einem IQ von 50.000, da müssen wir ganz klar sagen, count me out. Das ist unvermeidbar, dass wir das nicht kontrollieren können. Und diese Diskussionen sind ökonomisch. Den Mensch zu ersetzen, ist die größte ökonomische Treibkraft in der aktuellen Wirtschaft. Den Mensch zu ersetzen. Ganz egal, was sie machen, wie sie es machen. KI ist ein super Tool, ein super Werkzeug. Wenn Sie auf der Baustelle arbeiten, Sie haben Hammer und Nägel, brauchen Sie den ganzen Tag, um die Türen zu machen. Und heute haben Sie eine Nail Gun, mit der Sie Nägel schießen. AI ist eine Nail Gun. Und jeder, der bessere Werkzeuge hat, tut bessere Arbeit machen. Also nicht immer, aber meistens. Von daher würde ich sagen, das ist auch eigentlich gut. Aber eine Nail Gun ist auch gefährlich. Ich gebe sie nicht meinem 6-jährigen Sohn, um dann mit dem Sandkasten zu spielen. Bei KI ist genau das Gleiche. Der Microsoft Head of AI, Microsoft AI, Mustafa Suleyman sagt, if you're not amazed by AI, you don't understand it. If you're not afraid, you don't understand it. Könnte ich sagen, hey, das ist genauso, wie ich mich fühle. Ich benutze es jeden Tag und dann sage ich, hey, denke ich eigentlich noch selber darüber nach? Oder schicke ich meinen Klienten ein Video-Avatar in 14 Sprachen? Ja, ist das gut? Ist das schlecht? Ist das Slob, wie man sagt? Also AI Slob. Ja. ChatGPT, gestern 810 Millionen User. 7% davon zahlen brav ihre 30 oder $100 im Monat, je nachdem. Wächst mehr, als das Internet gewachsen ist. The eventual state of this is the computers running all business processes, right? So you have an agent to do this, 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 and you concatenate them together, and they speak language among each other. So when I look at this future, I want to be clear that the arrival of this intelligence, both at the AI level, the AGI, which is general intelligence, and then super intelligence, is the most important thing that's going to happen in about 500 years. Eric Schmidt, former CEO von Google. The eventual point is the computer running all business processes. Wir wissen nicht, ob wir weinen oder lachen sollen darüber. Ja, okay, vielleicht haben wir dann eine Firma, die $1 Milliarde wert ist und 10 Angestellte hat. Ist das gut für uns? Wollen wir das? Ist effizient? Also wenn wir dahin gehen, müssen wir auch ganz klar sagen, wo ist das Geld? Das Geld geht in die KI und zwar in einem Ausmaße, dass man sich nur die Haare raufen könnte. 1,5 Trillionen Dollar will OpenAI in Data Centers investieren, weltweit. Und natürlich dort, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien, wo genug Geld da ist. Und die Schweizer Nationalbank ist investiert in diesen Unternehmen, wie Sie wahrscheinlich alle wissen. Die Top 4 Anlagen, 25% der SMB-Anlagen sind in den großen Firmen wie Meta, Microsoft und Nvidia.
Und ich wette, dass auch Ihre Anlagen teilweise davon profitieren, was mit diesen und auch meine Anlagen natürlich passiert. Wir sind total verknüpft damit. Ist das Souveränität oder ist das Abhängigkeit oder ist das normal? Collateral Damage spielt bei vielen Technologien keine Rolle mehr. Wir sind eben nicht mehr an dem Punkt, wo wir sagen, das ist nur Magie, das ist fantastisch und das ist toll, sondern es wird auch manisch, ja, bestes Wort, Instagram, ja, manisch. Wenn Sie Ihr Essen fotografieren statt zu essen, dann sind Sie manisch. Und toxic, giftig. Das beste Beispiel für toxic, Facebook. Ja, die Datenmelkmaschine. Früher war das nämlich Magic. Social Media zeigt uns, wie das geht. Wir sind Collateral Damage von diesen Systemen. Toxic heißt, Sie können ChatGPT fragen, wie Sie sich am besten umbringen. Sie müssen nur sagen, dass Sie ein Buch darüber schreiben. Dann zeigt er Ihnen genau, wie das geht. Was auch schon bereits mehrere hundert Menschen gemacht haben. Das ist natürlich eine gute Anwendung von diesem System. Und was passiert mit Demokratie? Die zerbricht, wenn wir kein Vertrauen haben, wenn wir nur mit Maschinen reden, wenn wir nicht nachfragen. Da können wir super froh sein, dass es hier noch so gut funktioniert. Und vielleicht auch in Europa. Aber weltweit sehen wir das. Wir sehen da, was passiert, wenn Demokratien zerbrechen. Unternehmen, die Dehumanisierung als Sport ansehen von ihrer Intelligenz. Man sieht hier in diesem Chart die S&P 500, also die Börse in Amerika geht bergauf, KI und so weiter. Es geht natürlich jede Woche rauf und runter und das Jobangebot fällt ab. Das ist natürlich auch nicht immer so, aber es geht sehr viel rauf und runter, das ist nicht ganz so einseitig. Ja. Aber die Dehumanisierung der Gesellschaft ist eben kein Zufall. Hier ist die Dehumanisierung der Gesellschaft. ChatGPT sagt selber über sich, wenn Sie ChatGPT fragen, wie viele Leute arbeitslos werden. Wir werden nachher noch die Slides veröffentlichen. Dann sagt ChatGPT, 89% der Fastfood-Arbeiter, 80% von Admin Assistants, 76% von Buchhaltung werden ersetzt durch Technologie. Das ist natürlich super für OpenAI, für Baidu, für Alibaba, für Google, für Microsoft, für Meta. Ist es gut für uns? Wenn Sie die Aktien dieser Firmen haben, ist es gut für uns. 2% der Bevölkerung. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, was das bedeutet, wenn es wirklich wahr ist. Wenn die künstliche Intelligenz kommt und unsere Jobs ausradiert, unser Selbstbewusstsein ausradiert, unsere Denkmöglichkeiten, dann müssen wir sagen, okay, was wir eigentlich machen sollten, wir sollten Artificial Intelligence benutzen als Werkzeug, aber nicht als Ersatz. Also als Tool, nicht als Gott. Wenn Sie teilweise die Publications der AI-Firmen lesen, dann denken Sie wirklich, das ist eine Religion. Also es fühlt sich an wie eine Religion. Das ist der offizielle Plan von OpenAI. Chatbots, Reasoners, Agents, Innovators, Organizations, Politiker, die AI sind. Weil sie angeblich nicht voreingenommen sind. Also, eine gigantische Versuchung, das erklärte Ziel dieser Unternehmen, Menschen zu ersetzen. Szenarios, hier sehen Sie Einnahmen nach oben, auf der linken Seite Jobs nach unten. The era that we're just starting is that intelligence is rare, a great doctor, a great teacher. And with AI, over the next decade, that will become free, commonplace. Great medical advice, great tutoring. Will we still need humans? Not for most things. Danke, Bill Gates. Okay. Er spricht auch manchmal anders darüber, aber das war jetzt der dunkle Teil meiner Präsentation. Es geht noch mal gleich etwas positiver weiter. Wir sehen hier schon die Werbung in San Francisco, ja, don't hire humans, hire AI. Und diese Firma Mechanized sagt, we're seeking to automate the full automation of work, of all work. Das ist ein kleines Ziel, was wahrscheinlich auch genug Investoren findet. Können wir diesen Liedern vertrauen?
Sam sieht ja eigentlich ganz vertrauenswürdig aus. Ja. Vielleicht auch Jensen Huang oder natürlich Zuck oder Elon oder Peter Thiel oder die Investoren. Können wir denen vertrauen, dass sie unsere Zukunft bauen? They are not evil. Ja. Aber sie könnten es werden. Es ist ja oft ein gradueller Prozess, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Wie wissen nur eins? Dass sie politisch dabei sind. Und wenn wir den Ring des Dorn küssen müssen, um mehr Einnahmen zu behalten, dann tun wir das. Genesis-Mission, gestern angekündigt, ist ein AI Manhattan Project der amerikanischen Regierung, die auch die EU unter Druck setzt, das Gesetz zurückzunehmen. Ganz egal, was Sie von diesem Gesetz halten, der AI Act ist nicht perfekt. Und der kam auch raus, bevor ChatGPT gestartet wurde. Also da gibt es viele Probleme. Aber was genau passiert hier eigentlich? Ja, wo führt das hin? Macht. Nvidia vor 3 Wochen, $5 Trillionen Market Cap, größer als alle Firmen der Welt im Pharmabereich. Eine Firma, alle Pharmafirmen in einem Streich. Die an die Börse gehen nächstes Jahr, für mindestens 1 Trillion, der größte Börsengang der Geschichte. Manche Firmen sagen, die Banken natürlich, 3 bis 4 Trillionen Dollar Börsengang. Die Gier kennt keine Grenzen. ChatGPT wird zum Shopping benutzt mittlerweile. Shopping-Apps, das Internet wird ein AI-Net. Ganz klar, hier sehen wir die Ansage von ChatGPT. It will become the operating system of your life. Das ist ein kleiner Anspruch. Ich habe gern das Operating System. Vielleicht kann ich mir das hier einpflanzen lassen, damit ich mich selber nicht mehr operaten muss. You know, people often talk about eliminating poverty, giving everyone amazing medical care. Well, there's actually only one way to do that, and that's with the Optimus Robot. Es gibt nur eine Möglichkeit, Armut zu vernichten, mit dem Optimus Robot. Merken Sie sich das? Das ist die Möglichkeit, wie wir alles lösen. Ja. Ungleichheit, Rechte, wir schicken einen Roboter. Danke, Elon, for your experience. Also sind wir an dem Punkt, wo wir eine Frage stellen müssen. Wir können diese existenziellen Nebenwirkungen nicht wieder ignorieren. Wir haben sie hier ignoriert beim Klimawandel. Jetzt zahlen wir dafür. Wenn wir das bei AI auch machen, haben wir AI-Warfare. Der Rüstungswettlauf beim Thema KI. Wir müssen die Zukunft zurückverlangen. Wir müssen endlich den Mund aufmachen und sagen, diese Zukunft, die in Silicon Valley gebaut wird, die könnte gut sein, wenn es um praktische Dinge geht. Aber nicht, wenn es um Menschen geht, um Gesellschaft geht. Bei sozialen Medien haben wir das bereits gesehen, die uns vergiften im wahrsten Sinn des Wortes. Wir müssen neue Regeln finden. Keiner mag zu viel Regeln, aber wir gehen in diesem Wandel von dem Profitable Capitalism zum Sustainable Capitalism. Al Gore 2011, vor 15 Jahren bereits. Dieses Prinzip von Politik. Es geht nicht mehr darum, ob Sie links oder rechts sind, Sozialist, Kommunist, Populist, whatever. Ja. Es geht nur noch um gute oder schlechte Zukunft. Das ist die Frage. Bringen unsere Ideen gute Zukunft oder schlechte Zukunft? Und ich glaube, da kommen wir an den Punkt, wo wir ganz klar sagen müssen, die 5 Ps, People, Planet, Purpose, Peace, Prosperity, das könnte eine neue, zukunftsfähige Logik sein. Die ist ja auch nicht neu, ne? Sustainable Development Goals und so weiter. Ja. Und das Ironische ist, in gewisser Weise haben wir das schon hier. Vielleicht könnten wir das exportieren. Nicht nur KI. Tatsache ist ja, dass die meisten Leute, die KI hier machen, dann auswandern, um sein Geld umzusetzen. Wir brauchen auch dringend eine erneute United Nations. Dringend. Seit Jahren wird die UN ignoriert bei diesen Themen. Das ist Zeit für einen Reboot. Da erinnere ich an die Ansage von Dag Hammarskjöld, der gesagt hat, the United Nations was not created in order to bring us heaven, but to save us from hell. Das ist ein guter Zeitpunkt, das nochmal neu aufzulegen zu diesem Zeitpunkt. Multilateralismus. Wir brauchen wieder eine neue
neue Gedanken, die sagen, wir arbeiten zusammen, um diese enormen Möglichkeiten auszuschöpfen. Robotics, Humanoid Robots, Cancer Detection, AI, Geoengineering. Dann könnte es doch gut werden. Aber nicht, wenn wir sagen, wir benutzen das als Gegenstand der Macht. Da müssen wir uns überlegen, wo wir stehen. Hier und in Europa. Europa steht für Humanismus und das macht uns langsam und faul manchmal. Ja, daran müssen wir arbeiten, ganz sicher. Wir brauchen nicht autokratische Technologieunternehmen, sondern demokratische. Ja? Die Zukunft, Microsoft sagt, das war gerade letzte Woche ein großes Announcement von Microsoft, Humanist Superintelligence. Wow, das braucht Mut. Für Microsoft, ich weiß nicht, ob jemand von Microsoft hier ist, wahrscheinlich schon, ja. Sagen, wow, das ist Humanist Superintelligence, das ist wirklich eine große Ansage. Wir brauchen Technologiefirmen, die das tun. Open Source, regenerative Modelle, Transparenz, Verantwortung, Autonomie, Mensch, KI, Symbiose und so weiter und nicht ersetzen. Das ist möglich. Das können wir nach vorne bringen. Es gibt bereits Möglichkeiten und Ideen zu diesem Thema. Wir brauchen ganz sicherlich eine neue Agency, so wie die International Atomic Energy Agency, um diese Superintelligence zu generieren. Es gibt bereits Dokumente zum Thema Red Lines, dass wir der KI nicht erlauben, nukleare Waffen zu steuern. Das könnte auch hier zu Hause sein. Das wäre, glaube ich, ein großer Vorteil, den wir hier anzubieten hätten. Wie ich am Anfang sagte, die Industrial Revolution wird jetzt die Intelligence Revolution. Wir brauchen ganz dringend neue Ausbildungen zu diesem Thema, weil es eben nicht mehr darum geht, was wissen wir, was haben wir gelernt vor 20 Jahren mit unserem MBA. Ja. Jetzt geht es darum, dass die Maschinen das können, die Maschinen wissen alles. Und das wird perfekt, früher oder später. Alle Fakten, alle Logik. Unser Neustart ist, dorthin zu gehen, was die Maschinen nicht können. Anderes Art von Wissen, Sinn, Verstehen, die Androrhythms, wie ich sie nenne, das müssen unsere Kinder lernen und wir selber im Betrieb. Sie haben doch heute lieber einen, der Compassion hat und Mystery und Values und Consciousness, als jemand, der vielleicht ein Excel-Spreadsheet machen kann. Das kann die KI mittlerweile auch sehr gut. Da müssen wir ganz neu umdenken. Sicherlich werden viele Jobs, die Routine sind, verschwinden. Telemarketing, wow, thank God. Ja. Conference Calls, Translation, so wie wir jetzt haben, das sehen Sie ja schon heute hier. Ja. Oder natürlich Callcenters. Wir müssen uns auf das Ende der Routinearbeit vorbereiten. Was bedeutet das? Brauchen wir einen neuen Topf? Ich denke schon, ein AI-Fund, eine Robot-Tax, nennt man jetzt seit neuestem Basic Capital, nicht mehr Basic Income. Ja, also gibt es viele neue Ideen, die wir anschauen müssen. Wir haben hier abgestimmt, glaube ich, vor 10 Jahren zum Thema Basic Income. Vernichtend. Ich glaube, Zürich war sogar dafür, wenn ich mich richtig erinnere. Aber insgesamt nicht. Da müssen wir noch mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Sonst kommen wir an den Punkt, Sie kennen den Film, ja? Her, wo wir mehr Beziehungen haben mit der Screen und mit Technik als mit Menschen. Der Wolf, den du fütterst, ist der Wolf, der gewinnt. Wenn wir weiterhin diesen Wolf füttern und sagen, wir sind auf dem Weg, Menschen zu ersetzen, weil es viel Geld verdient, dann haben wir nichts anderes verdient. Wir müssen ganz dringend KI als Werkzeug standardisieren. Als Werkzeug, better Software. Aber KI als Gott, ja, als Digital Being, lassen wir das doch lieber in Silicon Valley und überlegen uns die Red Lines. Soziale Medien müssen reguliert werden. Globale Unternehmen müssen verantwortlich gemacht werden. Davor schrecken wir immer wieder zurück hier. Warum? Weil wir finanzielle Interessen haben. Wir wollen auf keinen Fall ein War of Words oder War of Trade. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen müssen, enough is enough. Von und für Menschen gemachte Inhalte bezahlen. Public Media. Da können wir immer noch hoffen, dass wirklich eine menschliche Meinung rüberkommt. Ja. Den technikreduktionären Ansatz ablehnen, die schlechte Zukunft boykottieren. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Mark Andreessen.
Schweizer Datensouveränität aufbauen. Ganz wichtiges Thema. Wir haben das bereits mit Protonmail und anderen Sachen auch. Und auf neues Knowledge vorbereiten. Ich komme zum Ende. Ich denke, dass wir hier in der Schweiz die gute Zukunft vorleben können. Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir vielleicht mal einen Good Future Summit machen, hier in Zürich. Und das diskutieren, wie das aussehen könnte. Was wir brauchen: Leadership, Klarheit, Vision und Mut, was uns so oft fehlt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zukunft und wir sehen uns dort. Danke.